Mit diesem Video möchte ich ausnahmsweise mal ein unangenehmes Hobbythema aufgreifen. Und zwar die immer stärker werdende Negativität in unserem Tabletop-Hobby, wenn zum Beispiel Community-Mitglieder ob ihrer favorisierten Spielsysteme angemacht oder Produkte unsachlich runtergemacht werden. Und wer dabei seine negativen Äußerungen noch als unumstößlichen Fakt und nicht als persönliche Meinung formuliert, dem möchte ich sagen, mit sowas macht ihr unser Hobby ernsthaft kaputt. Doch ich möchte in diesem Video auch aufzeigen, wie wir dieser Entwicklung entgegentreten können, damit wir alle wieder mehr Spaß am Hobby haben. Und damit moin moin und herzlich willkommen zum TWS. Dieses Video hat natürlich eine Vorgeschichte, genauer gesagt viele Vorgeschichten. Zum einen bekomme ich als Content Creator regelmäßig Kommentare, wo man sich eigentlich nur an den Kopf fassen kann. Oder wo man weiß, dass der Verfasser wirklich keine Ahnung von den Zusammenhängen oder Hintergründen hat. Hinzu kommen dann immer mal wieder Kommentare auf Social-Media-Plattformen oder Newsseiten wie dem Brückenkopf. Dort werden News zu bestimmten Herstellern wie zum Beispiel Games Workshop, Parabellum und Freebooter Miniatures leider immer und immer wieder mit denselben negativen Pauschalaussagen geflutet. Oftmals natürlich von immer denselben Verfassern. Hinzu kamen zuletzt leider auch Ereignisse in meinem privaten Hobbyumfeld, die derart von Negativität und sogar Hass strotzten, dass ich mich wirklich fragte, was stimmt in unserer Hobbybubble nicht? Warum geht man scheinbar lieber aufeinander los, statt aufeinander zu? Da ich den TWS nun schon seit über 10 Jahren betreibe, kann ich durchaus beurteilen, dass die eben beschriebene Negativität in den letzten Jahren extrem zugenommen hat. Das ist natürlich kein Tabletop-Phänomen, sondern leider die derzeitige Diskussionskultur im Internet. Vor 10, 20 oder gar 30 Jahren tauschte man sich noch deutlich sachlicher aus und Beleidigungen oder persönliche Angriffe waren damals eine absolute Seltenheit. Ja, die Gesellschaft und die Diskussionskultur im Internet haben sich verändert. Kommentare werden immer kürzer und nur noch wenige User nehmen sich die Zeit, ihre Gedanken sachlich höflich und als persönliche Meinung zu formulieren. Es wird beispielsweise nicht mehr geschrieben, mir gefällt das Design der Miniatur leider überhaupt nicht, sondern eher sowas wie, das ist einfach nur Dreck, selbst mein kleiner Sohn kann besser kneten. Sowas soll vielleicht lustig klingen, aber solche Sätze kippen jedes Mal einen dicken Haufen Negativität in unser Hobby. Besonders wenn sich weitere User dann zu Antworten in ähnlicher Tonlage berufen fühlen. Hinzu kommt leider, dass Negativität für mehr Aufmerksamkeit sorgt, was mittlerweile auch auf YouTube ein gewisses Problem ist. Kanäle wie beispielsweise Deist und Midwinter Minis hatten dazu in der jüngsten Vergangenheit Videoexperimente gemacht, bei denen quasi ein und dasselbe Thema mit einem negativen Vorschaubild und Titelzeile veröffentlicht wurden und dann nochmals mit positivem Vorschaubild und Titelzeile. Die deutlich höheren Aufrufe hatten leider immer die negativ aufgemachten Videos. Mit Blick auf die Klicks lohnt es sich also, ein Thema negativ aufzumachen. Und bei immer mehr Content-Creatern, Bloggern, Instagrammern und, die als Influencer um Aufmerksamkeit buhlen, gibt es entsprechend jeden Tag immer mehr Themen zum bewussten Ärgern, Aufregen und Herumstreiten. Und ohne dass man es dann bewusst merkt, besteht das Hobby irgendwann mehr aus Negativität statt aus positiven Aspekten. Irgendwann gehört es schlichtweg zum Alltag, sich in den Kommentarspalten zu fetzen, die Releases von Hersteller XY mit immer denselben Kritikpunkten zu überziehen oder gar Beleidigungen gegen Community-Mitglieder auszusprechen, weil sie einfach nur eine andere Meinung haben. Und selbst wer positiv drauf ist und bei solchen Diskussionen nicht mitmacht, muss diesen negativen Mist zumindest lesen bzw. sich anhören. Außer natürlich, er bleibt den entsprechenden Plattformen fern. Oder schlimmer, er kehrt dem Tabletop-Hobby den Rücken zu. Ich weiß, dieses Video wird nicht die Gesellschaft oder die Diskussionskultur im Internet grundlegend verändern. Aber ich hoffe, dass es euch auf das generelle Problem aufmerksam macht und ihr hoffentlich sagt, ja, ich will auch weniger Negativität im Hobby und mich mehr auf Positives konzentrieren. Denn an sich ist das meiner Meinung nach total einfach. Klickt zum Beispiel weniger auf negativ aufgemachte Videos und verbringt eure YouTube-Zeit nicht mehr mit typischen Aufregerthemen.
Setzt euch einfach selbst weniger Negativität aus, indem ihr Accounts und Profile deabonniert und Gruppen verlasst, die vorwiegend negative Inhalte präsentieren. Akzeptiert zudem die mäßige Qualität bestimmter Produkte und die hohen Preise mancher Hersteller, ohne euch da Woche für Woche immer wieder neu drüber aufzuregen. Denn egal wie sehr ihr euch auch aufregt, ihr werdet rein durchs Aufregen nichts daran ändern können. Wechselt stattdessen einfach mal das Spielsystem, wenn euch die Politik des Herstellers schon seit Monaten so nervt. Und geht im Internet einfach freundlicher und respektvoller miteinander um. Und wenn ihr mal partout jemanden nicht leiden könnt, geht der Person einfach aus dem Weg und ignoriert bzw. blockiert sie. Und sollte euch mal ein Produkt, eine Miniatur oder ein Spielsystem so überhaupt nicht gefallen, sagt bzw. schreibt einfach mal keinen Kommentar dazu. Schließlich schadet es ja auch nicht, mal seine Meinung für sich zu behalten oder sie zumindest sachlich und als persönliche Meinung zu äußern. Entsprechend habe ich den Kommentarbereich unter diesem Video ausnahmsweise mal abgeschaltet. Nicht, weil ich Hater-Kommentare fürchte, sondern damit die hoffentlich gewonnenen Denkanstöße möglichst lange bei euch anhalten und die positiven Vibes es definitiv in andere Kommentarsektionen schaffen. Habt einfach mal wieder ein positiveres Mindset und bereichert damit unsere Hobbybubble. Wir sehen uns also positiv gestimmt im nächsten Video. Bis dann!